100%ig sicher, ob ich live bin. Doch, das sieht jetzt ganz gut aus. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Live-Serie zum Thema Podcasten. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, denn es ist so viel passiert in den letzten Monaten. Ihr seht so, der Hintergrund hat sich ein bisschen geändert, hat einen Grund. Nicht nur, dass ich Möbel gerückt habe und renoviert habe. Nein, ich habe renoviert und Möbel gerückt in eine andere Wohnung, beziehungsweise ein anderes Studio. Ist also alles in Personalunion zusammengezogen worden. Und ich habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal wieder an, mit euch zu reden. Ich freue mich also wahnsinnig darüber, wenn ihr mir Fragen mitgebracht habt zum Thema Business Podcasting. Ja, Business Podcasting oder beziehungsweise extra mal unterstrichen das Thema Business, weil das ja so mein Hauptsteckenpferd ist, euch zu zeigen, wie ihr einen Podcast nutzt, um euer Geschäft sichtbarer zu machen, begehrenswerter zu werden, Kunden anzuziehen und dementsprechend eure Umsätze zu steigern an der Stelle. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann tippert sie gerne ein. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier die Fragen finde, welche da sind. Vielleicht kann die Magdalena ja sich ja mal ganz kurz in der Zwischenzeit vorstellen, denn unser Team hat auch Zuwachs bekommen. Ja, wir haben nicht nur sagen wir schnell, in der Agentur unser tolles Produktionsteam und quasi mein Backoffice, was mir so die Last von den Schultern nimmt in den meisten Zeiten, sondern wir haben jetzt auch eine neue Dependance gegründet in den letzten Monaten. Deswegen ist es ein bisschen still geworden. Und zwar die Akademie, wenn wir das so überschreiben wollen, die Image Sales Expert. Ja, und wir werden demnächst sogar dazu auch ein Podcast-Produkt anbieten, aber darüber will ich heute gar nicht mehr so viel erzählen, sondern ich möchte eigentlich nur der Magdalena im Hintergrund die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen. Denn diejenige werdet ihr öfter sehen in der nächsten Zeit, denn sie leitet unsere Akademie. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, dann dürft ihr sie dann löchern an der Stelle. So, ich sehe jetzt allerdings leider nicht, ob ich irgendwelche Kommentare hier habe. Das ist so mein Problem. Von daher, guck mal, da ist sie. Ja, wunderbar. Ein bisschen verzögert. Ja, ihr müsst wissen, normalerweise gehe ich ja mit einem anderen Programm rein, aber das habe ich heute nicht aktiviert bekommen. Deswegen bin ich jetzt über das Facebook-Studio mit drin und musste mich da noch ein bisschen mit eingrooven. So, da ist die Magdalena. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, demnächst Fragen zum Thema Online Lernen, Mitarbeiten habt, dann seid ihr herzlich willkommen, euch mit ihr zu connecten. So, meine Lieben, jetzt aber seid ihr gefragt. Habt ihr zum Thema Podcasten im Business-Umfeld Fragen? Zum Thema Technik, zum Thema Produktion, zum Thema Vermarktung, zum Thema, was haben wir noch? Umsatzgenerierung oder Monetarisierung, wie es ja viele gerne nennen. Dann tippert sie gerne hier ein, denn dafür bin ich heute da. Ich bin mir sicher, weil ich habe vorher noch nicht so großartig Werbung drumherum gemacht, dass heute ihr euch vielleicht erstmal eingrooven möchtet in das Thema, überhaupt kein Ding. Wir werden jetzt fast 10 Tage, sag mal kurz, vom 7. bis zum 18., ne? Also 11 Tage sind es, werden wir online gehen. Also wir starten quasi so mit der Fragerunde ohne großes Shishi drumherum am Montag, und zwar um 12 Uhr. Ja, ihr findet alle Termine, das werden wir gleich nochmal in den Kommentar darunter packen, beziehungsweise dann auch unter die Videos, wo ihr die Termine denn findet. Die findet ihr unter imagesales.de/Termine. Vielleicht kann die Magdalena das gleich auch nochmal kurz reintippern, damit wir das mal so zusammen haben. Ansonsten habe ich ein paar Sonderthemen für euch mitgebracht. Am Dienstag haben wir nämlich einen Gast zu Gast. Das ist eine ganz spannende Kombination, denn vor unserem Live bin ich bei der Anja Kuhn in Your Personal Brand Story in ihrem Podcast zu Gast. Wir werden dort ein bisschen über das Thema Podcasten und Branding und Personal Branding sprechen, was ja auch so mein Steckenpferd ist seit vielen Jahren. Und im Anschluss nehme ich sie mit hierhin zu euch, wo wir sie ein bisschen löchern dürfen, wie so ihre Erfahrungen sind mit einem Podcast, wie sie das so auf der Business-Seite empfindet, aber auch die Vor- und Nachteile, was die Eigenproduktion anbetrifft. Das heißt, da dürft ihr dann Fragen direkt an sie stellen. Am Mittwoch haben wir ein Spezialthema zum Bereich Vereins- und Club-Podcast. Da haben wir nämlich auch gerade aktuell etwas Neues in der Pipeline und werden da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und natürlich auch gerne eure Fragen dazu beantworten, wie man denn gerade in Corona-Zeiten, wenn wir natürlich
keine Möglichkeit haben, uns live zu treffen und dementsprechend Gäste einzuladen, mal eben so mitzunehmen. Denn es ist ja wirklich so, wenn wir jetzt ein Online-Treffen haben, da einen Gast zu einzuladen, ist die Hürde doch sehr groß, weil man hat so dieses, du, ich komme mal mit, ich stelle dich mal vor, das ist irgendwie anders, wenn dann plötzlich, weiß ich nicht, 30 Leute in einem Zoom-Call mit drin sind, kann den einen oder anderen so ein bisschen abschrecken, sich neu in ein Netzwerk einzugliedern. Und wir wollen euch dann deswegen zeigen, wie man hier einen Podcast sehr gut nutzen kann, an einem aktuellen Vereinsbeispiel, was wir da jetzt ja gerade im Hintergrund aufbauen. Genau, da hat die Magdalena das schon eingetragen. Danke dir dafür. Dort findet ihr, weil wir die Uhrzeiten nicht immer stringent um die gleiche Uhrzeit machen werden, jeden Tag dann auch die Termine an der Stelle. Ihr seid noch ein bisschen stumm. Das ist kein Problem. Ab Montag dürft ihr mich löchern zu den Themen, wie gesagt, Monetarisierung, wie vermarkte ich einen Podcast, wie produziere ich einen Podcast, wie konzipiere ich einen Podcast. An der Stelle, da dürft ihr mir dann Fragen stellen, auch gerne vorab, hier bei Facebook, bei LinkedIn oder auch bei Instagram oder per E-Mail. Dann nehme ich sie mit in die Q&A, beantworte sie dann quasi hier live vor Ort. Ihr könnt euch dann natürlich die, Aufzeichnungen angucken oder dementsprechend direkt live dabei sein. Das würde mich natürlich am meisten freuen. Sagt auch gerne den Leuten weiter, die sich mit einem Podcast rumschlagen, also schon einen haben, oder mit dem Gedanken, gerade an Freunden selber einen zu launchen. Und dann ist die Frageliste natürlich umso größer an der Stelle. Wir sehen uns am Montag um 12 Uhr auf diesem Kanal. Ich werde euch über alle Kanäle nochmal berichten. Diejenigen, die ein Newsletter oder bei mir Newsletter-Abonnenten sind, bekommen dann natürlich auch nochmal Nachricht darüber. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal meinen Monolog an dieser Stelle beenden, wenn sonst keine mehr Fragen sind an der Stelle. Freue mich dann auf ein Q&A-Geprassel ab Montag auf diesem Kanal und wünsche euch bis dahin ein gesundes Wochenende, hoffentlich mit ein bisschen Sonne und weniger Sturm. Und in dem Sinne, Happy Podcasting. Bis dann, meine Lieben.